Hallo Werkzeugfans, willkommen bei GoTools TV. Mein Name ist Sebastian und heute geht es um kleine Winkelschleifer mit 76 mm. Und viele denken sich, was soll ich denn damit anfangen? Aber du kannst damit jede Menge machen. Du kannst damit Metall schneiden, du kannst damit Fliesen schneiden, du kannst damit Armierung schneiden. Du kannst jede Menge damit machen. Das schauen wir uns heute mal an, was geht damit eigentlich? Und dann schauen wir uns natürlich auch die Geräte an, weil irgendein Akkusystem davon wirst du wahrscheinlich haben und dann schauen wir einfach mal, ob das Gerät zu dir passt. Übrigens, auch heute kannst du wieder etwas gewinnen, wenn du kommentierst. Und was kannst du gewinnen? Werkzeug. Und du kannst sogar aus einem Pool von Werkzeug aussuchen, welches am besten zu dir passt, wenn du gewonnen hast. Und übrigens, ob du gewonnen hast, schaust du dir einfach bei uns auf der Webseite an. Dort findest du auch die Werkzeuge, die momentan im Pool sind. Und wie kannst du teilnehmen? Ganz einfach. Schreib einfach deine Meinung zu diesen Geräten unten in die Kommentare und schon bist du dabei. Übrigens haben wir schon mal ein Video gemacht zu diesen kleinen Mini-Winkelschleifern. Wenn du es noch nicht gesehen hast, schau dir das gerne mal an. Ich verlinke das mal hier oben. Heute haben wir aber ein neues Video gemacht, weil wir zwei Dinge gemerkt haben. Nummer eins, es gibt neue Geräte, mindestens 2, 3 Stück. Zum Beispiel damals hatten wir auch den Makita vergessen. Habt ihr gesagt, mach noch mal ein Video, holen wir heute nach. Das zweite Thema ist, wir wollten euch unbedingt mal zeigen, was kann man mit den Geräten alles machen. Weil es sind eigentlich vielseitige Alleskönner, mit denen du sogar Holz bearbeiten kannst. Und das schauen wir uns am besten doch gleich mal an. Du hast jetzt gesehen, was man alles mit den Geräten machen kann und schreib mal gerne unten in die Kommentare, was du noch für Ideen hast, was man damit noch so alles machen kann. Ich kann nur dir eine Sache wirklich sagen. Seitdem wir diesen kleinen Helfer in der Werkstatt haben, nutzen wir ihn andauernd. Also wirklich sehr, sehr häufig, dass man sagt, oh, wie mache ich denn das? Ja, nehme ich mal das und dann mache ich mal hier, mache ich mal da. Ja? So ähnlich wie im GOP, ein kleiner Problemlöser. Jetzt schauen wir aber endlich mal, welche Geräte haben wir hier eigentlich auf dem Tisch. Wir haben den Parkside PWSA 12B1. Den Metabo CC18 LTX BL, den Bosch GWS 12V76, den Makita DMC 300, Milwaukee M12 FCOT, den Ryobi RCT 18 BL, den Flex LBE 7612 EC C und Dewalt DCS 438. Kommen wir mal zu meinem magischen Zettel, auf dem alle Informationen stehen. Da habe ich nämlich 2 Dinge drauf. Nummer 1 technische Daten und Preise. Und über Preise müssen wir als erstes sprechen. Übrigens, wie immer findest du einen ehrlichen Preisvergleich unten in der Videobeschreibung. Du kannst natürlich auch die meisten oder fast alle Geräte auch bei GoTools kaufen. Wenn du möchtest, schau da einfach gerne mal vorbei. So, kommen wir zu den Preisen und wir fangen an bei Parkside. Der ist ein echter Preisbrecher. Wir haben hier einen Preis von 33 € mit Koffer, also mit so einem Koffer. Den Koffer hier an sich finde ich nicht so doll. Erstens, weil das hier gar nicht mal richtig zugeht, schon beim ersten Mal benutzen hier, so, und weil innen drin, das ist alles ist nicht schön. Aber du hast zumindest eine grundsätzliche Verpackung und wenn man jetzt mal überlegt, okay, ich habe für 33 € ein Gerät mit Koffer, kannst verstauen, schon ganz okay. Ja? 33 €. Metabo, da haben wir jetzt schon einen gehörigen Sprung. Da sind wir nämlich bei 110 €. Und jetzt wird es nämlich auch spannend, wie es jetzt weitergeht. Hier 110 mit Koffer, finde ich schon relativ cool. Dann haben wir Bosch 110 auch, aber mit Karton. Ja? Denn hier mit Koffer kriegst du es auch, aber der kostet 130 €. Dann kommen wir zum Makita. Hier sind wir im Karton bei 110 bzw. mit Koffer 145 €, aber auch so in der 110 € Riege. Ja, das ist also relativ ähnlich. Dann haben wir Milwaukee 140 im Karton, den gibt es gar nicht im Koffer. Jetzt kommen wir zu Ryobi 150 mit Karton, dann kommen wir zu Flex 160 im Karton und dann kommen wir zu Dewalt 160 auch im Karton. Und wir sehen aber, dass wir im Wesentlichen bei den Profi
Marken, ja, zwischen 100 und 160 Euro keinen so einen riesigen Unterschied haben, sodass du aus meiner Sicht doch relativ frei in der Entscheidung bist. Wir gucken uns die Geräte gleich noch im Detail an, aber wir müssen wirklich über einige technische Daten sprechen. Nummer eins, ganz naheliegend das Thema Akkusystem, weil wir sind ja hier überhaupt nicht im gleichen Akkusystem. Wir haben hier bei Parkside ein 12-Volt-Gerät, bei Bosch haben wir ein 12-Volt-Gerät, bei Milwaukee haben wir ein 12-Volt-Gerät und bei Flex haben wir auch hier ein 12-Volt-Gerät. Bei den anderen Geräten hier 18 Volt, 18 Volt, 18 Volt, aber das hier ist ein 18 Volt, mit dem du dabei typisch natürlich auch die 54 Volt Akkus nehmen kannst. Wer hier 54 Volt da hinten ransteckt, der ist halt selber schuld. Ja, dann wird es halt schon ein relativ klobiges Gerät, aber es ist nutzbar, das funktioniert natürlich auch, das ist gar kein Problem. Kommen wir zur nächsten Sache und das ist das Thema Umdrehungen. Die sind alle sehr, sehr ähnlich, wenn man sich das anschaut. Alle drehen so bis im Bereich 20.000. Schau mal hier oben, hier findest du den Werkzeugvergleich auf goodtools.de, wie immer mit allen technischen Daten und du kannst auch abstimmen, welcher ist dein Liebling oder nachschauen, welches ist der Liebling von allen anderen. So, Umdrehung. Hier ist es so, bis zu 20.000 Umdrehungen, manche ein bisschen weniger, ein bisschen mehr, aber es sind alles so 500 bis 1.000 Umdrehungen. Interessant ist aber Folgendes, Ryobi und Flex sind die einzigen, die eine variable Drehzahl haben. Ja? Hier bei Ryobi kann man hier draufdrücken und hat so eine, das hört man kaum. So, das heißt, ich kann den Knopf nicht einfach nur antippen, dann habe ich die volle Umdrehung, sondern ich kann das wirklich mit dem Knopf dosieren. Bei allen anderen, außer Flex, ist es so, ich gebe nur an, aus. An, 20.000 Umdrehungen, aus, 0 Umdrehungen. Ja? Hier bei Flex ist es so, ich kann das Ganze hier hinten auf dem Display einstellen über die 4 Stufen, das gucken wir uns gleich nochmal an, aber da habe ich auch eine gewissermaßen variable Drehzahl. So, es gibt noch viel mehr technische Daten, aber eins der wichtigsten Themen ist das Thema Schnitttiefe. Und die Schnitttiefe variiert hier extrem, also wirklich absolut extrem. Von Parkside, der hier nur eine Schnitttiefe hat von 13 mm, weil ich habe hier nur an der einen kleinen Stelle hier die Möglichkeit, wirklich die 13 mm auch zu nutzen, hin zu den anderen Geräten, wo wir bis zu 22 mm haben. Lass uns das mal ganz kurz durchgehen, dass wir auch mal vor Augen haben, wo haben wir denn welche Schnitttiefe. Parkside haben wir nur 13 mm, Metabo haben wir hier 19 mm, das ist schon ordentlich. Bei Bosch ist es so, hier haben wir nur 15 mm. Bei Makita haben wir auch nur 15, 16 mm. Ja, also angegeben mit 16, wir haben 15 gemessen, irgendwo dazwischen wird es sein. Bei Milwaukee haben wir auch 16 mm Schnitttiefe und wenn man sich überlegt, 13 mm, 16, 3 mm können schon einen großen Unterschied machen, wenn du zum Beispiel ein dickeres Stück Armierung zum Beispiel durchschneidest und das ist dann so 15 mm, kommst du da halt nicht mit durch. Bei Ryobi ist es auch so, 15, 16 mm, irgendwo dazwischen sind wir. Wir gucken uns das hier auch gleich nochmal an, aber hier haben wir zwei andere Experten, nämlich bei Flex ist es so, dass wir hier 21 mm Schnitttiefe haben und bei Dewalt sogar 22 mm. Und da sehen wir schon, dass es einen riesen Unterschied gibt. Das liegt übrigens daran, wenn man sich jetzt diese Geräte hier anguckt, ja, hier ist schon eine relativ kleine Scheibe, aber du hast hier direkt den Motor und die Welle an dieser Stelle hier sitzen, also hier an dieser Stelle sitzen und nicht hier in der Mitte. Dadurch kannst du genau hier dann schon schneiden. Du hast eine sehr hohe Schnitttiefe. Bei Flex ist es auch hier an der Stelle. Die anderen bauen halt deutlich mehr auf und deswegen verdecken sie das Blatt und du kannst sie so tief schneiden. Aber lass uns jetzt endlich mal die Geräte mal im Detail angucken. Wobei, so viele Details gibt es da eigentlich gar nicht. Kommen wir zu Parkside. Hier bei Parkside sehen wir Folgendes. Hier ist nicht viel dran, ja, aber das Gerät ist gummiert, sieht typisch Parkside aus, ja, also vom Design her, also sieht typisch nach Parkside aus. Wir haben hier unseren 12 Volt Akku, wir können hier die Schutzhaube entsprechend verstellen. Wenn man das jetzt von hier aus oder von euch aus, sage ich mal, so in der Hand hat, kann man das so und so hin einstellen, wenn es für euch relevant ist. Ja. Einmal, dass die Funken wahrscheinlich eher nach unten gehen, so dass sie dann hier entsprechend eher nach vorne weggehen. Okay. So, was wir hier haben ist, wo haben wir es denn da, ist, wir haben hier eine Akkuanzeige. So. Ja, wir sehen hier, wie voll ist der Akku eigentlich. Das ist keine Umdrehungsanzeige. Ja, das ist ganz wichtig. Der Knopf, den wir haben, der ist ein bisschen schwer. Der ist so irgendwie so, wenn man so gegen drückt hier, drückt man irgendwie gegen und dann geht es nicht an, sondern man muss hier nach unten, nach oben, hier reindrücken, bleibt es an und dann wieder so. Ich finde es gar nicht so gut, dass es dauerhaft an ist. Aber das ist halt so meine persönliche Meinung. Hier können wir noch draufdrücken und können dann das Blatt arretieren. Das macht ihr bitte auch nur ohne Akku. Wichtig ist nochmal, kein Werkzeug am Gerät. Das finde ich ein bisschen schade. Ja? Aber pro Werkzeug am Gerät kommen wir zu Metabo. Metabo hat hier das Werkzeug mit dran. Da kann ich einfach hier das abziehen, kann dann hier die Spindelarretierung, die wir dort haben, hier rein tun. Jetzt ist die Spindel
arretiert. Ich kann jetzt das Werkzeug nehmen, kann das alles fertig machen, dann drücke ich wieder den Knopf, zack, und jetzt ist es ja, wieder frei. Finde ich so eigentlich gar nicht so schlecht. So, dann haben wir das hier auch als Möglichkeit, das Ganze zu verstellen. Ja. Ich glaube, das liegt immer auch daran, wie du das Gerät hältst. Ja. Ob du es so hältst, ob du es vielleicht auch so hältst, ob du es auch so benutzen möchtest, ob du so hier schrubben möchtest. Das kannst du dir entsprechend einstellen, wie du möchtest. Diese Haube hier kannst du natürlich auch abmachen. Moment, ich versuche es mal. Oh, die sitzt ziemlich straff drauf. Dann kommst du noch besser hier dran. Kannst hier zum Beispiel auch eine Schrubbscheibe einsetzen oder. Was du hier nicht hast, ist eine Akkuanzeige, weil die hast du ja am Akku, ja, da hast du ja dran und du kannst das Gerät ein- und ausstellen. Was du hier übrigens siehst oder hörst vielmehr ist Folgendes. Du bist relativ schnell dabei, wo es hier gefühlt so ewig dauert. Aber gut ist, der ist relativ leise. Ja? Aber das ist nur mal als Hinweis. So sieht es jedenfalls hier aus. Bei dem Bosch haben wir eine andere Funktion. Hier übrigens Werkzeug auch nicht mit am Gerät. Das ist einfach nicht da. Also das gehört zum Zubehör. Was du aber machen kannst ist, hier ziehst du das nach oben. Du nimmst hier deine Position, die passt. So. Jetzt ziehst du das hier einfach nach oben, diesen Hebel. Dann arretiert. Das kannst du einfach hier hin, kannst das hier wechseln. Wenn du fertig bist, hier rein und dann feuerfrei. Ja, dann geht es wieder los. Du kannst hier, Moment, ich mache hier auch mal die Haube ab. So, du hast hier die Haube auch mit dabei, kannst das hier auch einfach verstellen. Ja, auch relativ weit, finde ich, ja, verhältnismäßig. Auf die Art und Weise hast du übrigens, finde ich, einen Vorteil. Du kannst das Gerät in jeder beliebigen Position nutzen. Du kannst das jetzt auch mal so greifen. Du kannst das jetzt auch so greifen, kannst damit alles Mögliche machen. Was hier besonders interessant ist, das ist ein super kompaktes Gerät. Das ist das leichteste und das kompakteste Gerät von allen, die wir hier stehen haben. Und das schätze ich schon sehr. Ja? Ansonsten ist hier auch nichts dran, außer eine Akkuanzeige. Ich kann sonst nichts einstellen, einfach damit arbeiten. Und falls du dich fragst, was passiert eigentlich, wenn ich das Gerät trotzdem einschalte, obwohl es arretiert ist. Ich mache das mal, ziehe das jetzt hier mal hoch, Sekunde, so, mache das Gerät jetzt mal an. Ja, er ging ganz kurz an, also hat so ein bisschen versucht zu ziehen und jetzt hier sehe ich jetzt hier Fehler, Überlast, funktioniert nicht, aus, rein und dann geht es auch schon wieder. Hier bei dem Gerät ist es ein bisschen anders. Jetzt hier habe ich hier die Bremse schon drin, beziehungsweise ja, die Arretierung schon drin und jetzt passiert Folgendes. Jetzt 21, 22. Macht komisches Geräusch und du willst, ja, irgendwas funktioniert hier nicht, irgendwas ist komisch. Dann wieder raus, rein. Und dann geht es entsprechend wieder los. Übrigens, wenn es mal wieder schnell gehen sollte, und wir haben hier nämlich auch einen echten und großen Fehler gemacht, wir haben diese Scheibe kaputt gemacht. Denn wir haben hier Folgendes gemacht. Eigentlich gehört es genau so, das heißt hier perfekt eingesetzt. So, jetzt ist es genau richtig hier drin, mittig drin, das wird hier oben drauf gesetzt und so weiter. Ja, aber was ist uns passiert? Wir haben es nur drauf gesetzt und in dem Moment nicht drauf geachtet. Ja, dann passiert genau sowas. Eigentlich gehört es dahin, aber es lag hier so ein bisschen schief. Dadurch ist das hier ausgerissen. Wir haben jetzt keinen geraden Sitz mehr. Es könnte jetzt so sitzen und so sitzen. Ja, schaut mal, macht gar keinen Sinn. Und so benutzt diese Scheibe bitte nicht mehr. Die ist hin und die ist tot. Sondern nehmt euch ein bisschen mehr Zeit, macht es ordentlich und dann geht es auch nicht kaputt. Und vor allem ist das wirklich gefährlich, lebensgefährlich, das so zu machen und nicht machen. Kommen wir zu Makita. Relativ großes Gerät im Verhältnis jetzt wieder zu Bosch und ein Gerät, was nicht selber stehen kann. Finde ich ein bisschen schade. Aber wir haben jetzt hier unten endlich ein LED-Licht. So, haben die anderen Geräte alle nicht gehabt. So, da seht ihr, hier ist das Licht, wird schön nach außen beleuchtet. Dann haben wir auch unsere Schutzhaube, können wir natürlich auch verstellen. Ein bisschen nach vorne und entsprechend nach hinten. Da sind einige, die haben ein paar mehr Stufen, aber ja, sei es drum. Hier haben wir übrigens auch ein schönes Blatt, schön in der Makita-Farbe auch. Und nochmal wichtig, wenn ihr wissen wollt, wie viele Blätter dabei sind, findet ihr in der Datentabelle. So, dann haben wir hier einen Knopf, da drücken wir drauf, dann können wir hier das arretieren und können das bearbeiten. Wir müssen den Knopf aber die ganze Zeit gedrückt halten. Ja, jetzt ist wieder lose, also ergo, ich muss es gedrückt halten, dann kann ich das machen. Schauen wir mal, wo ist der Schlüssel? Der ist genau da, der ist also mit am Gerät dran. Das finde ich super. Was wir hier noch sehen, ist Folgendes. Wir haben hier die Möglichkeit Rechts-Links-Lauf. Wir können hier also entsprechend umstellen. Und das ist auch wirklich sehr cool gemacht. Finde ich also zack, zack, schnell umgestellt. Und jetzt gucken wir uns mal diesen Schalter dort an. Wenn ich hier das Gerät starten möchte, kann ich es nicht starten. Dafür brauche ich diesen Schalter. Das heißt, ich drücke hier drauf und dann mache ich das.
Und wie funktioniert das jetzt für den Endanwender? Das ist ganz einfach. Wir haben jetzt die Möglichkeit, ich nehme jetzt hier meinen Daumen, drücke drauf und ja, drauf, drauf. Jetzt bin ich aber Linkshänder. Da fehlt der Knopf. Wo ist der Knopf? Da ist nichts Knopf. So, das heißt also, ich mache jetzt Folgendes. Als Linkshänder habe ich jetzt folgende Möglichkeit. Ich kann jetzt umgreifen, anmachen, arbeiten oder das Gerät liegt, dann greife ich so hin. Ich greife erst dahin, dann habe ich es ja, entsperrt, kann starten. Also das ist total umständlich. Also das ist für Linkshänder echt nicht geeignet und funktioniert nicht richtig gut. Was aber richtig gut ist, ist was anderes, und zwar das hier. Wir haben so eine Absaughaube mit dabei. Das Gerät kann ich hier quasi einsetzen, hier, zack, rein, auch festmachen. Und dann habe ich hier die Möglichkeit, das auch in der Höhe zu verstellen, ja, je nachdem, wie tief ich eintauchen möchte. Kann also das wirklich so wie eine, ja, wie ein großer Winkelschleifer halt so da hinten dann ziehen, über die Fliese ziehen, und dann habe ich hier eine Absaugung, die wirklich gut funktioniert. Das ist echt erstaunlich, wie staubfrei du zum Beispiel damit eine Fliese schneiden kannst oder Steine schneiden kannst oder ähnliches. Du kannst auch eine Nut ziehen oder was du halt gerade so machen möchtest. Wenn du irgendwas nachschlitzen möchtest an der Wand, kannst du das ja übrigens auch damit machen, wenn es nicht so tief sein muss. So, das hast du hier. Bei Milwaukee hast du das auch. Bei Milwaukee gehört das auch mit zum Lieferumfang. Kannst du das auch wunderschön hier verstellen, hoch, runter, rechts, rechts, links. Hast hier deine Absaugung hier oben, hier einen kleinen Absaugpunkt, kannst das alles hier machen, kannst hier das Gerät arretieren. Das finde ich schon eine coole Sache. Und du hast hier vorne auch irgendwo den kleinen Punkt. Na, man kriegt es auf die Kamera nicht drauf. Hier vorne ist ein ganz kleiner Pfeil, wo du siehst, wo entsprechend du entlang fährst. Ja? Gucken wir uns das Gerät mal an von Milwaukee. Hier haben wir eine Akkuanzeige. Sehr pragmatisch finde ich diesen Knopf hier. Ich kann hier auch von Rechtslauf auf Linkslauf umschalten. Und ihr seht jetzt hier, da geht die Farbe einfach rüber. So, rechts und links. Einfach pragmatisch gut. Ja? Kein großes Shishi, funktioniert. Wenn wir hier schauen, da muss ich das Ganze arretieren, um es festzumachen. Ich muss aber auch hier gedrückt halten. Schauen wir uns das hier an. Auch das hier können wir entsprechend verstellen. Oh, so. Und so, mehr ist nicht, ja, das ist wirklich alles, von so nach so, finde ich ein bisschen wenig. Ich würde es gerne mehr verstellen können, aber sei es drum, so ist es halt. Ja. Mehr sehen wir am ganzen Gerät nicht, außer dass die Sicherung hier vielleicht ein bisschen anders geregelt ist. Die Sicherung, um das Gerät halt nicht fehlbedienen zu können, ist hier eine Mittelstellung. Das heißt, ich muss hier diesen Knopf einen kleinen Tick zur Seite, dann ist auch der Punkt hier in der Mitte und dann ist die Sicherung an und ich kann es nicht mehr anmachen. Ja? Das haben die anderen ja etwas anders geregelt. Kommen wir zu Ryobi. Bei Ryobi haben wir die Funktion, dass wir ganz langsam starten können. Ja? Dann haben wir hier die Möglichkeit auch Rechtslauf, Linkslauf, aber ohne Anzeige. Das mache ich hier über diesen Schalter. Ja? Einfach hier den Schalter drücken, dann kann ich umschalten von rechts auf links. Ja, das ist sehr einfach. Und hier habe ich auch die Mittelstellung, um nicht mehr drücken zu können. Das ist aber nirgendwo dokumentiert hier am Gerät. Das sehe ich nirgendwo. Aber wir sehen, hier ist auch unser Schlüssel, um hier das Blatt zu wechseln. Und hier haben wir eine Besonderheit. Wir haben hier jetzt diesen Bügel, ja, wodurch ich dauerhaft eine Tiefenbegrenzung habe, je nachdem, wo ich es halt hinhaben möchte. Und wenn mir das aber irgendwie nicht taugt, beziehungsweise ich das abhaben möchte, kann ich das hier einfach abschrauben, dann ist es auch weg. Ja. Auch hier kann ich es verstellen, ja, wie an den anderen Geräten auch. Um es festzustellen, muss ich hier den Knopf drücken und dann ist das Blatt fest. Und wir haben hier auch eine LED, aber an der Stelle, ich weiß nicht, was mir die bringen soll da, weil dann müsste ich ja so arbeiten irgendwie. So richtig bringt mir die nichts, aber ich habe ja die große hier. Ja, das reicht ja eigentlich auch. Apropos LED, ja, habe ich hier entsprechend auch bei Milwaukee. Kommen wir zu unseren Spitzenreitern bei der Schnitttiefe. Und Flex ist hier eigentlich unser größter Allrounder oder unser größtes Wunder in der Verstellmöglichkeit. Wir müssen ja sagen, unser zweiteuerstes Gerät, aber das kann auch richtig was. Jetzt fangen wir mal bei denselben Funktionen an wie eben. Wir haben hier erstmal einen Ein-Ausschalter, den ich übrigens dauerhaft drücken kann. Also, ihr müsst ja Folgendes sehen. Hier muss ich immer drücken, 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 drücken. Hier muss ich immer drücken, 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 gedrückt halten. Muss ich hier nicht. Also das hier ist wirklich auch dafür da, um halt dauerhaft und länger zu arbeiten, weil du kannst einfach hier einschalten. Ja, also du schaltest es ein und kannst dann einfach arbeiten, machen und tun. So, dann haben wir hier die Möglichkeit, das zu verstellen. Aber schau mal hier, wie weit. Du siehst es ja von hier richtig gut. Wir sind ja hier in der Position.
So, also das ist fast 360 Grad, die es verstellen kann. Und das macht für mich einen riesen Unterschied, weil du kannst dann wirklich mal flexibel einstellen. Schaut mal hier, wie klein der Spalt überhaupt noch ist, den ich nicht benutzen kann. Das ist ja wirklich nur hier ein paar Grad, ja, die ich nicht nutzen kann. Vielleicht 40, 45 Grad, ach, wenn überhaupt. Ja. So, dann habe ich hier auch eine Haube, die ich hier drauf gesteckt habe. Die lasse ich jetzt mal drauf, denn in dieser Haube, die kann ich ja abnehmen, das habe ich nur mit Metall, habe ich hier quasi keine Abdeckung mehr. In dieser Haube hier ist eine Absaugung mit drin. Das heißt, ich setze das hier mit an und habe dann sofort, Moment, ich muss selber mal ein bisschen fummeln, so, zack. Und jetzt kann ich hier arbeiten, ja, wenn es dahin läuft, dann kann ich arbeiten und das wird hier abgesaugt. Ich kann es aber auch dort dran tun, dass hier die Absaugung ist, je nachdem, wie du es brauchst. Auch hier draufklicken, einfach ab und fertig. Das ist schon ziemlich cool gelöst. Ja. Wenn ich das Blatt wechseln möchte, muss ich hier auf den Knopf drücken, also muss ich hier dauerhaft auch drauf gedrückt halten und kann hier losarbeiten. Ich habe aber hier mein Werkzeug gleich mit dabei. Ich habe hier oben auch zwei LEDs an der Stelle, sodass das Ganze hier schön beleuchtet ist. Und jetzt wird es speziell, denn ich kann hier an der Anzeige kann ich hier den Rechtsgang, also Rechtslauf und Rückwärtslauf einstellen, je nachdem, wie ich es brauche. Dann kann ich hier die Geschwindigkeit einstellen. Wir machen es auch mal so, dass ihr es hört. Ja, so ist das eingestellt. Und jetzt wird es richtig wild. Man kann hier auf diesen Knopf drücken, also hier die Arretierung lösen. Die muss ich auch gedrückt halten. So, und kann den ganzen Kopf drehen. Einmal auf diese Position, dann auf diese Position, wo ich dann vielleicht eher schrubben könnte. Oder auf diese Position. Und das finde ich schon mega genial, dass ich das wirklich so flexibel so einrichten kann, wie ich es entsprechend brauche. Das ist eine coole Sache und das macht es auch sehr flexibel. Gucken wir jetzt mal zu Dewald. Ja, bei Dewald haben wir auch hier, übrigens nicht wundern, die Scheibe ist sehr klein, weil die haben wir ordentlich abgenutzt. Wir haben richtig viel Metall damit geschnitten, dann wird sie natürlich kleiner. Das ist wichtig bei solchen Scheiben. Übrigens, nochmal das alles, zu Scheiben kommen wir gleich nochmal. Wir haben hier auch eine Absaugung mit dabei. Auch die hier können wir einstellen, können Absaugung machen und tun. Und wirklich unterschätzt diese Absaugung nicht. Die sind richtig gut. Es ist erstaunlich, wie viel Schmutz und Dreck die aufnehmen. Also natürlich nicht bei Metall. Ja? Das ist natürlich, wenn du Beton, Fliesen, Gipskarton oder ähnliches schneidest. Dafür funktionieren die halt echt gut. So, bei dem Gerät, auch hier, Schlüssel ist mit oben am Gerät. Hier habe ich einen Knopf zum Einstellen. Ich kann das hier auch verstellen, ja, aber auch nur in Maßen. So, also das ist nicht viel. Ich habe aber hier, du kannst von dir aus auch sehen, du siehst hier ist ja die Welle und die ist hier sehr nah an dieser Stelle hier dran. Dadurch hast du hier die extreme Schnitttiefe an der Stelle und kommst hier sehr, sehr weit ins Material. Ja? Dann haben wir hier auch unseren Rechts-Links-Lauf, genauso wie bei Milwaukee. Hier ist der Knopf, dass ich einfach das hier verstelle. Also der erste Knopf, ja, hier einfach zack, eins zur Seite, jetzt kann ich nicht drücken, nochmal zur Seite und dann geht es wieder los, ja, vorwärts, rückwärts. Das habe ich eingestellt, dann habe ich hier am Gerät nichts weiter, was jetzt irgendwie wild ist. Also mehr gibt es da eigentlich nicht. Apropos Blätter, ich erwähne das immer wieder und gerade bei den kleinen Geräten macht das auch richtig Sinn. Es gibt hier Multimaterialblätter, wie dieses hier oder zum Beispiel auch hier das hier ist von Bosch, das hier ist schon sehr gut benutzt, das hier ist von Makita. Das hier ist keine Verbundscheibe, das ist wirklich Metall und hier sind so kleine Hartmetallspäne drauf geträufelt und damit kannst du entsprechend schneiden. Der Vorteil hiervon ist, das wird nicht kleiner, ja, bleibt immer genauso groß. Und dementsprechend hast du einen riesen Vorteil hingegen zu diesen Scheiben, weil die werden irgendwann, siehst du hier schon, wenn man das jetzt mal die Mitte nimmt, von dort aus, die ist ganz schön schon klein geworden, ja, im Verhältnis. Die war ja mal genauso groß wie die. Die werden natürlich kleiner und dann dementsprechend nimmt auch die Schnitttiefe immer weiter ab. Weil irgendwann so, und wenn du sagst, in der Regel brauche ich schon so meine 18, 19 mm, dann bringt dir so eine Scheibe eigentlich relativ wenig, weil du hast sie ja dann relativ schnell runter und dann muss ich die nächste nehmen, obwohl sie eigentlich noch nicht verbraucht ist in dem Sinne. Das noch als Hinweis. Weiter Hinweis, es gibt zum Beispiel auch Fliesenscheiben und es gibt auch solche Fächerscheiben, die habe ich ja vorhin benutzt, um die Axt zu schärfen. Auch die kannst du im Zubehörmarkt, die verlinken wir dir auch mal unten, würde ich sehr günstig kaufen und die machen richtig Spaß. Aber Achtung, du kannst das nicht auf jedes Gerät drauf tun. Und lass uns mal ganz kurz durchgehen, diese Fächerscheiben passen hier bei Parkside, weil
das passt hier rein. Ja? Ihr seht, ich kann das hier reinschieben, das funktioniert. Das geht auch bei Metabo, weil ich kann das hier von vorne einsetzen. Das geht auch bei Bosch, ich kann das hier auch von vorne einsetzen. Es geht nicht bei Makita. Ich komme hier nicht rein, ich komme hier so nicht dazwischen. Das funktioniert nicht. Also die Scheibe ist, alles ist raus, komme ich nicht dazwischen. Geht hier nicht, geht bei Milwaukee nicht, geht dort nicht, geht hier aber. Ja, hier komme ich entsprechend dran, ja, kann die hier einsetzen. Hier bei Dewald geht es auch nicht, da komme ich einfach nicht rein, das ist zu klein, weil die Welle geht zu weit nach vorne. Dementsprechend haben wir halt Geräte, wo es geht und manche Geräte, wo es nicht geht. Jetzt kommen wir mal richtig oldschool zu meiner Empfehlung. Was wäre das richtige Gerät für dich aus meiner Sicht? Erst einmal, wenn du in einem der Akkusysteme bist, kannst du, glaube ich, mit jedem Gerät schon sehr gut arbeiten. Das funktioniert schon, ja, kein Thema. Aber wenn wir jetzt davon sprechen, du bist noch in keinem Akkusystem und wäre meine Empfehlung ganz klar, entweder eins von den beiden Geräten hier, ja, warum? Weil sie die maximale Schnitttiefe haben. Wenn du sagst, du bist eher so bei 18 Volt, dann wäre es vielleicht Dewald, eher bei 12 Volt, dann wäre es vielleicht eher Flex. Flex natürlich für einen sehr guten Preis im Verhältnis, auch zu den anderen, finde ich, sehr flexibel, alle Funktionen, variabel einstellbar, bla 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 bla. Super Gerät, muss man ganz klar sagen. Das Dewald-Gerät hier besticht vor allem auch durch seine Schnitttiefe und den entsprechenden 18 Volt Akku. Dann wäre noch das Gerät hier meine Empfehlung. Und zwar vor allem das hier, weil es hat zwar nur eine relativ geringe Schnitttiefe, aber es ist irre kompakt. Wenn du hier einen Einsteckakku nimmst, ja, also nicht diesen, sondern den kleineren 3 Ampere, bist du hier zu Ende, kannst hier sehr klein, in sehr kleinen Umgebungen arbeiten und kannst da entsprechend deine Arbeit verrichten. Und das ist wirklich cool, dass der Kleine hier das so kann. Das ist zumindest meine Meinung, das wären meine Favoriten. Ja? Was aber die anderen Geräte gar nicht schlecht aussehen lassen kann, weil die machen alle einen guten Job. Du schreibst gerne mal in die Kommentare deine Meinung oder stimmst einfach im Werkzeugvergleich auf gotools.de ab. Und so lange ran ans Werkzeug und bis zum nächsten Mal.